Gemeinde, an den zugeschalteten Bildschirmen, auf den Patientenzimmern und diejenigen, die hinterher im Internet sich diesen Gottesdienst noch anschauen. Ich grüße Sie herzlich am ersten Sonntag nach Ostern. Wir nennen diesen Sonntag Quasimodogeniti. Das hat nichts mit dem Glöckner von Notre Dame zu tun, der alten schönen Kirche, die genau fast vor einem Jahr gebrannt hat und die, so wie viele Patienten hier im Haus, nicht so im Moment behandelt wird, wie sonst zu normalen Zeiten. Die Reparatur geht dort nicht voran und die Patienten werden zwar hier behandelt, aber nur das Nötigste. Es sind nicht so viele wie sonst im Haus und es kann niemand zu Besuch kommen. Das Wort Quasimodogeniti hat etwas mit dem Bibelwort des Sonntags zu tun. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir sind als die Getauften, als die auf den Auferstandenen Getauften, die Wiedergeborenen. Früher legte man an diesem Sonntag die Taufkleider ab von allen, die in der Osternacht getauft waren, eine Woche zuvor. Sie, liebe Patienten, warten darauf, dass sie ihre Kliniknachthemden wieder ablegen können und normale Kleidung wieder tragen dürfen, um aus diesem Haus zu kommen. Wir befinden uns am Anfang der 40-tägigen Osterfreude bis Himmelfahrt. Aller Krankheit und allem Trübsam wollen wir auch unter diesen Bedingungen mit Gesang, Lob Gottes und Gebet begegnen. Lassen Sie uns beginnen mit dem ersten Lied. In einem Gesangbuch steht es normalerweise unter der Nummer 111, früh morgens, da die Sonne aufgeht. Einmal werden Sie es jetzt verfolgen können. Unsere Kamera wird jetzt sich ausrichten auf dieses Lied, sodass Sie auch an dem Bildschirm das mitlesen können. Wir singen die ersten 3 Strophen und dann die Strophen 13 bis 15. Frühmorgens, da die Sonne aufgeht. Christus
So feiern wir diesen Gottesdienst. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir erwarten unsere Hilfe von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Sieh doch mein Elend und errette mich, denn ich vergesse dein Gesetz nicht. Führe meine Sache und erlöse mich. Erquicke mich durch dein Wort. Herr, mich verlangt nach deinem Heil, und an deinem Gesetz habe ich Freude. Lass meine Seele leben, dass sie dich lobe, und dein Recht mir helfen. Lasset uns anbeten. Herr sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Herr, du unbegreiflicher Gott, die Himmel können dich nicht fassen, und doch kommst du uns nahe in deinem Wort. Hilf, dass wir deine Stimme unterscheiden von den vielen anderen Stimmen, die auf uns einreden, damit unser Leben dir gehöre, getragen und geformt von deiner Liebe, die uns in Jesus Christus begegnet. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Das Evangelium des heutigen ersten Sonntags nach Ostern steht geschrieben im Evangelium nach Johannes im 20. Kapitel. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, ließ er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist, welchen ihr die Sünden erlasset, denen sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meinen Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und siehe meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Wir singen das nächste Lied, das Wochenlied, die Nummer 117 im Gesangbuch. Der schöne Ostertag. 117.
Kreuz ins Leben. Weg er noch immer, wo die Frauen ihn nicht fanden, so kämpften wir umsonst, doch nun ist er erstanden, 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 erstanden. Muss ich von hier nach dort, wer hat den Weg gelegt? Der Fluss weist mich nicht fort, seit Jesus ihn durchschritten. Der gerieben, wo des Todes Willen brannten, so hofften wir umsonst, doch nun ist er erstanden, 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 erstanden. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Der Predigtext des heutigen ersten Sonntags nach Ostern ist die alttestamentliche Lesung und steht beim Propheten Jesaja im 40. Kapitel, die Verse 25 bis 31. Hebet eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und seine starke Kraft ist groß, so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Liebe Gemeinde, diese Worte des Propheten Jesaja stammen aus einer Zeit, als das ganze Volk Israel sich in einer langen Krise befand, nämlich im babylonischen Exil. Diese Krise dauerte nicht 7 Wochen, wie bisher ungefähr der Ausnahmezustand wegen Corona bei uns lautet. Sie dauert auch nicht, diese Krise, 7 Monate. Das wäre ungefähr der bisher genannte schnellstmögliche Zeitraum, bis ein Impfstoff zur Verfügung steht. Oder es ist, wenn wir an die Patienten in diesem Haus denken, der durchschnittliche Zeitraum einer erfolgreichen Krebstherapie. Die Krisenzeit Israels dauerte auch nicht 7 Jahre. Wir in Deutschland steuern, wenn es so weitergeht, bisher das 3. Jahr in Folge auf ein Dürrejahr zu, mit schon jetzt katastrophalen Folgen. Wer die Bibel kennt, weiß, dass Josef in einem Traum erzählt, dass auf 7 fette Jahre 7 magere Jahre folgen. Wirtschaftlich sind wohl jetzt bei uns und auf der Welt die fetten Jahre vorbei, fett nur sowieso für eine Minderheit, unter denen unser Planet aber auch gelitten hat.
sodass die Natur längst nicht mehr im Gleichgewicht ist. Und viele Patienten hier ahnen und spüren, dass vieles mit ihrem Körper nicht mehr so sein wird wie vorher auf Wochen, auf Monate, auf Jahre hin oder den Rest ihres Lebens. Jesaja aber richtete seine Worte an das Volk wie nicht nach 7 mageren Jahren, sondern nach 70 Jahren Exil. Außerhalb des eigenen Landes, außerhalb der Heimat, der eigenen Gewohnheiten, wo man sein Leben führen konnte in Freiheit, die Religion am Tempel in Jerusalem oder an eigenen Gottesstätten außerhalb. Bis vor 70 Jahren, bis Jesaja dieses Wort sagte, war man von der einen Generation zur anderen fest verwurzelt im eigenen Land. Und wer fest verwurzelt ist, den kann so schnell nichts umhauen. Aber 70 Jahre Fernsein der Heimat liegt hinter ihnen, wo man nicht mehr die eigene Kultur so pflegen kann, wo man nicht Feste feiern kann, wie es üblich war seit Generationen. Dieser Mangel, dieses Fernsein der Heimat, dafür gibt es ein mittelhochdeutsches Wort, das heißt Elend. Elend spüren viele Menschen in unseren Tagen, vor allem wenn es darum geht, geliebte Menschen zu sehen, sie mal wieder zu umarmen, zu feiern, eine große Hochzeit oder einen runden Geburtstag. Auch das Fest der Auferstehung, Ostern, war letzte Woche ganz anders in der weltweiten Christenheit. Normalerweise wurden seit 2000 Jahren Taufen in der Ostnacht gefeiert. Und dann, wie ich am Anfang sagte, legte man nach einer Woche, legten die Erwachsenen Getauften die Taufkleider wieder ab. Erstmals seit Menschengedenken waren aber vor einer Woche die Gotteshäuser leer. Weltweit. Und in den folgenden Wochen folgen eigentlich bei uns sonst die Konfirmationen, wo die Jugendlichen auf dem Weg zum Erwachsenensein ein bewusstes Ja zur Taufe sprechen. Und wo die Großeltern sich so über die Eltern freuen können. Ich weiß, in all den Jahren habe ich immer als Seelsorger die Großeltern auch hier begleitet. Und sie haben gesagt, ich muss es schaffen, bis zur Konfirmation wieder gesund zu sein. Und das hat sie sehr motiviert. Aber nun ist das alles noch nicht in Sicht. Hebet eure Augen in die Höhe und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr Heer vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehlt. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Es ist eine große Gefahr in allem, immer nur auf das zu sehen, was jetzt nicht möglich ist, und dem Gewohnten nachzutrauen. So wird aus dem Lebensgefühl ein Tunnel, an dessen Ende kein Licht zu sehen ist. Jesaja sagt dagegen schon damals dem Volk Israels, ihr seid in keinem Tunnel. Der Himmel steht euch offen, ihr müsst nur den Blick dorthin wenden. Und dieser Prophet, der den Messias uns ankündigte, griechisch Christus genannt, sagt uns heute am Sonntag nach Ostern, die wir auf den Auferstandenen getauft sind und damit auch zum Volk Israel gehören, seht auf, tretet heraus aus euren selbstgemachten Gräbern. Kein Felsen umgibt euch, ihr steht im Freien. Gott hat euch dahingestellt durch seinen Sohn. Er hat schon immer den Müden Kraft geschenkt und Stärke genug denen, die spürten, wir selber schaffen es nicht aus eigenem Vermögen. Jesaja kündigte dem Volk Israel nach 70 Jahren Elend an, dass Gott alle da herausführen wird. Aber auch uns gilt dieses Wort auf andere Weise nach Ostern als Getauften. Aber wie sagte schon Martin Luther, an der Taufe fehlt nichts, am Glauben fehlt es immer da. Jesaja versucht allen Zweifelnden diesen Glauben wieder zuzusprechen, damit sie wirklich Vertrauen gewinnen darin, dass es mit Gott aus dem Elend endlich rausgeht, obwohl das Ende nicht sichtbar ist. Wie steht es mit unserem Glauben? Halten wir durch? Wissen wir noch, wer uns da durchführt? Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen, aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler.
dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das von Jesaja zu hören, ist doppeldeutig. Es klingt einerseits so, selbst die sonst so starken und mutigen Männer werden müde und matt. Und selbst die stets kraftvollen Jünglinge straucheln und fallen. Sogar die sind auf Gott angewiesen, weil sonst die Batterie irgendwann alle ist auf langer Strecke, deren Ende niemand außer Gott allein kennt. Das wäre die eine Deutungsmöglichkeit. Die andere ist jene, dass in Sachen Glauben, Geduld, Durchhaltevermögen und Gottvertrauen die Männer und Jünglinge als erste schlapp machen. Das kommt auch der christlichen Erfahrung rund um Kreuz und Auferstehung Jesu Christi nahe. Die letzten, die noch unter dem Kreuz standen und ausharrten, das waren Frauen. Die ersten, die zum Grab gingen und die Auferstehung dann bezeugten, waren Frauen. Später einmal wird die erste Christin, der erste Christ in Europa eine Frau sein, Lydia die Purpurhändlerin, die mit ihrem ganzen Haus mit Kindern sich von Paulus taufen lässt. Die Männer sind zwar vordergründig erstmal diejenigen, von denen wir erwarten, dass sie im Kampf gegen Krise vorangehen und stark sind. So sehen wir es auch im Moment in allen Bildschirmen. Meistens gibt es aber keine schnelle Lösung, gibt es keine einfachen Antworten in großen Komplexitäten, gibt es keine Heldentaten zu vollbringen und Kämpfe zu gewinnen, wo jeder weiß, wer gut und böse ist. Dann fangen die starken Männer an zu schwächeln und die ungestümen Jünglinge zu fallen. Die Frauen pflegen die Rituale am Grab über den Tod hinaus. Sie finden den Himmelsboten dort, wo scheinbar alles verloren ist, und laufen dann an Ostern zu den noch ungläubigen Männern. Thomas, wie wir eben im Evangelium gehört haben, ist so wie viele Männer. Ich glaube nur, was ich sehe. Boris Johnson sah kein Virus und glaubte nicht und fiel ihm fast zum Opfer. Auch jetzt sehen wir nicht, wie weit es verbreitet ist. Wer geht den richtigen Weg? Die strengen Bayern, die liberaleren Nordrhein-Westfalen oder gar die Schweden, die nur die Alten abschirmen, aber sonst das öffentliche Leben nicht völlig abwürgen, sodass die Familien und die Wirtschaft nicht unter die Räder kommen. Wer führt uns? Männer, die sich in Strenge oder in Verantwortungslosigkeit überbieten? Oder Frauen, die im Alltag ihrer Intuition vertrauen und an Nähmaschinen den Schutz nähen, den vor Wochen die Männer noch für unnötig erklärten? Uns führt Christus, und ob in Krisen oder nicht, in den Kirchen saßen unter dem Kreuz seit jeher in großer Mehrheit Frauen. Auch wenn ihnen die Männer häufig nicht glaubten, wenn sie dann nach Hause kamen und von ihrem Osterglauben berichten. Das, was Männerwissenschaft nicht erforschen kann. Aber es ist uns allen von jeher zugesprochen als Aufforderung: hebt eure Augen in die Höhe und seht. Das Grab ist leer. Ihr seid nicht in der Höhle, nicht eingeschlossen im Tunnel. Ihr steht als Getaufte schon immer davor, vor dem Tunnel, im Freien, im Lichte Gottes. Was für ein Bild, auch für die Männer. Aufzufahren wie Adler. Ein für uns Deutsche wie für Amerikaner starkes Symbol, das aber bei uns im Bundestag eine besondere Tradition hat, in seiner Ähnlichkeit zu einer Henne. Wir werden von einer Frau hierzulande geführt, die ohne Kriegsrhetorik auskommt und die gestern noch gescholten vielen wieder Zuversicht gibt. Vereint mit Ärztinnen und Ärzten, Pflegerinnen und Pflegern, Kassiererinnen und Rettungsassistenten werden wir da herauskommen. Da hat Israel gemäß Jesaja schon ganz andere Durststrecken überwunden. Mögen wir auf das vertrauen, was wir nicht sehen, was uns Männern wie Thomas immer schwerer fällt. Dann wird uns Osterkraft zuteil. Wir schaffen erst den Blick wieder nach oben und finden dann mit Leib und Seele zur Glaubenskraft zurück, selbst wenn der Tod uns bedroht. Die Angst vor dem Tod ist ein schlechter Ratgeber, auch in diesen Zeiten. Die Hoffnung auf das Leben, gepaart mit Verantwortungsbewusstsein für seinen Schutz, lässt uns allein den richtigen Weg finden
Und ich habe den Eindruck, das richtige Maß haben wir in all dem noch nicht gefunden. Und weil Dietrich Bonhoeffers Glaubenskraft auch nicht durch seine Hinrichtung im April vor 75 Jahren endete, soll er uns Zeuge sein, wie wir im Sinne Jesajas nach Ostern gegen den Augenschein glauben und weder ängstlich verharren, noch blind auf den Abgrund zusteuern. Er sagte, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Im solchen Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir singen das nächste Lied, die Nummer 369 im Gesangbuch. Wer nur den lieben Gott lässt walten. Wir singen die ersten beiden Strophen und die Strophen 5 bis 7. Die Strophen 1 bis 2 und 5 bis 7. Die Kamera wird wieder versuchen drauf zu halten. Oh
Vertrauen darauf, dass uns Gott hört, dass er uns sieht, auch wenn wir ihn nicht sehen, dass er Kraft uns gibt. Besonders im Gebet wollen wir Fürbitte halten. Gott Vater, du schenkst Glauben. Glauben, der Berge versetzen kann. So lass es geschehen, dass dein Wort uns verändert, auf dass wir ohne Angst vor dem Versagen von Leib, Seele und Geist leben, auf dass wir Mut gewinnen, dass uns geholfen wird und wir Heilung erfahren. Wir beten für die Kranken hier, die darunter in dieser Zeit besonders einsamen und trauernden. Wir beten für alle durch ihre Krankheit müden, verzagten und erschöpften. Wir beten für die abgeschlossenen Alten in den Heimen. Und wir beten für alle, die ihnen Trost spenden als Mitarbeitende, auf deren Schultern mehr als sonst noch lastet, vor allem für das seelische Wohl der Menschen. Hier im Haus und da draußen in den stationären Einrichtungen. Wir beten für diejenigen, die die Kraft finden zur Anteilnahme an ihren Nächsten, durch liebevolle Worte und Taten auch über Distanzen zu den Menschen finden. Für alle, die Lasten mittragen in dieser Krise, indem sie helfen, das Gesicht dieser verängstigten Welt menschlicher zu machen. Einer Welt, die weiterhin auch von anderen Krisen bedroht ist, wie der Dürre, wie den Heuschreckenplagen, die immer größer werden in Afrika, wie leidet unter Terror und Krieg, weil mächtige Männer immer noch nicht die Waffen ruhen lassen, gegen Flüchtlingselend bei uns vor den Toren Europas. Herr, gib du Frieden in diese Welt, in die Herzen der Menschen, um Diener des Friedens überall auf der Welt zu finden. Ich verharre in einem Moment der Stille, wo Sie mit mir gemeinsam an den Bildschirm ganz persönlich bedenken können, wer Gottes Hilfe braucht. Herr, wir danken dir, dass du zu uns kommst, mit neuem Lebensmut, mit neuer Hoffnung und neuer Liebe. Wahre uns im Glauben, bis der Tag anbricht, an dem wir essen und trinken werden in deinem Reich. Gemeinsam beten wir, wie es uns unser Herr Jesus Christus zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Folgendes habe ich Ihnen abzukündigen. Auch in diesen Zeiten wird jeden Mittwoch in dieser Kapelle in einer kleinen Runde in sicherer Distanz zueinander für dieses Haus gebetet. Es wird gebetet
für die Patienten, die es besonders schwer haben, für diejenigen, die Verantwortung tragen, dass alle Ressourcen recht eingesetzt werden und den Menschen gut geholfen wird. Am kommenden Sonntag, Misericordias Domini, wird Pastor Goldstein ein letztes Mal in seiner Zeit der Hilfe, die er uns geleistet hat, hier einen Gottesdienst halten um 9:30 Uhr. Auch dieser wird wieder auf die Zimmer übertragen und hinterher im Internet ins Netz gestellt. 2 Kollekten möchte ich ansagen, da wir mittlerweile dazu übergehen, in der Westfälischen Landeskirche, dass wir Online-Spenden erwickeln. Gehen Sie bitte, wenn Sie das im Internet jetzt verfolgen, hinterher auf www.kollekte-online.de und Sie werden dort einen Kollektenzweck finden, wo Sie spenden können. Und Sie können auch unter klinikseelsorge-minden.de uns kontaktieren und auch uns eine Spende für die Arbeit der Krankenhausseelsorge hier im Haus geben. Die Patienten, die auf den Zimmern zuhören und noch ein wenig mobil sind und vielleicht in die 24 Stunden geöffnete Kapelle einmal alleine hier hereinkommen möchten, das ist weiter möglich, können etwas an der Eingangstür im Opferstock hinterlegen für unsere Arbeit. Und nun lassen Sie uns die letzten Strophen singen, die Nummer 116 im Gesangbuch. Er ist erstanden, Halleluja. Ein bisschen Osterfreude in diesem Lied, das ursprünglich afrikanischen Ursprungs ist. 116, die Strophen 1 und 5. Er ist erstanden, Halleluja. So geht hin und wandelt hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.